Wir stehen jetzt hier in Kakupé und Davina würde sehr gerne auch einen Waldgarten aufbauen nach Permakultur. Ja, und die haben schon einen wunderschönen Baumbestand hier. Und ich sage halt, wie ich das so mal machen würde hier. Also ich gebe halt ein paar Tipps von mir, wie ich das gern machen würde. Oder wenn das mir gehören würde, wie ich das besser gesagt machen würde. Jetzt habe ich mich total verredet, aber fast alles, ja. Ja. Also stell mir gerne alle Fragen, die du hast. Einfach Mhm. vergessen wir die Kamera, ja. Okay. Und fangen wir einfach mal an, Ja, ja. dann würde ich tatsächlich anfangen mit dem, was Harry gesagt hat. Meinst du, dass wir hier zurückschneiden müssen? Ja, auf jeden Fall. Also, ihr habt ja hier diesen Cherimoya. Mhm. Cherimoya, kannst du auch kurz aufnehmen. Das ist eine mega leckere Frucht. Ja, hier. Also so eine kleine Frucht haben wir vor kurzem in Asunción für 30.000 Guarani gekauft. Das sind 4 Euro. Ja, eine Frucht. Die schmeckt, die schmeckt nach, also das war ein Remix zwischen Banane, Erdbeere, ich glaube auch Ananas, also sehr sahnig, sehr weich, also mega lecker. Das ist eins unserer Lieblingsfrüchte gerade, was wir so haben hier in Paraguay. Okay. Wirklich, also wir kaufen die jedes Mal, obwohl die so teuer ist. Und damit ihr hier praktisch, ihr habt schon einen guten Bestand eigentlich und damit ihr da praktisch noch bessere, gesündere Früchte habt, weil man sieht hier die Bäume, also der ist nicht so ganz gesund, Mhm. ja, und ich denke, das kann man gut ändern durchs Mulchen, durchs Beschneiden, ja, und ich würde einfach diesen Baum außenrum gut frei machen, ja, ich würde Mhm. eine Kettensäge nehmen und diesen Pomelo hier, braucht ihr den Bestand von denen, Das ist der einzige. wo ihr Pomelos habt, Ja, dann würde ich vielleicht eine Hälfte lassen, ja, ja, und die Hälfte von der Sirimoya würde ich dann das Licht ihr praktisch verschaffen, ja. ja. Also ich würde mit der Kettensäge hingehen und richtig radikal hier auf der Höhe ungefähr alles abschneiden, Mhm. ja. Diesen ganzen Äste würde ich hier, also die dicken vielleicht nicht, die dicken mit den dicken kannst du außenrum wie so eine Umrandung. Umrandung machen, ja, Mhm. damit der Mulch drin schön bleibt. Wenn es regnet, dann bleibt die Feuchtigkeit auch Mhm. viel länger. Und mit den kleinen Ästen und Blättern, da würde ich hier in der Mitte alles voll machen. Ja, Okay. genauso würde ich jetzt, was passiert beim Beschneiden? Beim Beschneiden will der Pomelo will sofort wieder wachsen, also der stirbt nicht nach dem Beschneiden, Mhm. sondern er will sofort wieder wachsen. Er stößt Wachstumshormone aus. Diese zwei Bäume sind über die Wurzeln miteinander verbunden. Das heißt, er kriegt diese Wachstumshormone auch ab und die Früchte wachsen besser und der Mhm. Baum selber wächst auch dann viel besser sozusagen. Ja? Also Win-Win sozusagen. Jetzt habt ihr den beschnitten, dann würde ich den Mango hier, braucht ihr den? Das ist, glaube ich, nee, das ist eine Kommune und dahinter die beiden sind Ja, Brasileiro. also Also nicht so wichtig. Es gibt Plantagen, die sind Monokultur Mangos, ja, die Mhm. machen alles zu, der Boden wird sauer irgendwann mal. Ja. Die gehen hin und köpfen die auf diese Höhe, die ganze Plantage und dazwischen pflanzen die dann Food Forest. Ja, Mhm. und der Mango, dient dann praktisch als Massebaum die Mhm. ganze Zeit. Der wächst wieder hoch, dann wird er wieder beschnitten. Ja, also da geht man Okay. gar nicht auf den Ertrag. Wenn ihr nämlich den beschneidet, wenn du so überlegst, so hoch wie der ist, so wie Mhm. die Baumkrone ist, Mhm. so gehen auch seine Wurzeln. Das Mhm. heißt, diese Wurzeln, die sind auch irgendwo hier beim Cherimoya. Das heißt, wenn du ihn beschneidest, wird er einen Teil seiner Wurzeln abstoßen. Mhm. Dadurch, dass er einen Teil seiner Wurzeln abstoßt, haben viele Mikroorganismen im Boden was zu essen. Das, wie sagt man das, die Kacke der Mikroorganismen, die Ausscheidungen, Ja. das sind wieder Nährstoffe für den Baum, Mhm. für euren Sirimoya. Plus, ja, das sind einfach viele Nährstoffe, was in den Boden kommen, dadurch, dass er viele Wurzeln abstößt sozusagen. Ja. Okay. Plus wieder, er will ja wieder wachsen, stößt wieder Wachstumshormone aus und man sieht, der ist groß, der will schnell wachsen und davon wird die Sirimoya auch profitieren. Ja. Und so Okay. würde ich hier eigentlich alle Bäume, was ihr nicht braucht, das ist ja auch ein Mango, Ja. wahrscheinlich auch ein Kommun. Ja. Ja, den würde ich auch. Also ich würde hingehen und den da oben, Oberhalb von diesem da genau, Seitentrieb? da oben würde ich einfach den komplett köpfen sozusagen. Ja. Ja, dann habt ihr hier richtig viel Material, richtig viel Biomasse, alles dahin bringen. Okay. Ja, Und wann wäre die beste Zeit für äh, vom da,
der Da, Jahreszeit her? genau, da gibt es einen Mondkalender. Mhm. Ich schicke mal ein Video in unsere Telegram-Gruppe. Ja, Und da erklärt es nämlich ein Mensch richtig gut, wie das funktioniert, auch mit Gemüse später, weil ihr habt ja auch vor, ein bisschen mit Gemüse was zu machen. genau. Mit Oregano habe ich gehört, ja. Das ist wichtig, nämlich, dass man nach Mondkalender auch pflanzt Mhm. und Samen einsät. Ja, und es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr im Kopf, es gibt Zeiten sozusagen, wo der ganze Saft in die Wurzeln geht Mhm. und dann wird der Baum beschnitten. Okay. Bloß ich weiß jetzt nicht, ob es beim zunehmenden Mond ist, beim abnehmenden Mond. Ja, das gucken wir dann in dem Video. Aber der Mhm. erklärt es richtig gut. Okay, gut. Ja, und da würde ich dann auch beschneiden. Ja. Wie gesagt, also ich würde hier außenrum jeden Baum, den ihr nicht braucht, würde ich beschneiden. Mhm. Und normalerweise rate ich dann auch jeden, wenn du praktisch einen Ertragsbaum hast, ich würde daneben irgendeinen Leguminose-Baum pflanzen. Das heißt, entweder Inga ist hier nativ, Moringa ist hier Mhm. nativ, oder du kannst irgendwelche Bohnen oder andere Hülsenfrüchte. Aber ich würde einen Baum pflanzen, weil den pflanzt du einmal ein und dann machst du auch Chop and Drop mit dem. Ja, Ja, okay. und sowas wie Moringa, auch so für euch sehr gut, sehr gesund zum Essen. Könnt ihr Ja. dann jeden Morgen euch ein bisschen Moringa-Blätter zupfen. Das machen wir gerade immer. Ja. Ja, es verjüngt die Haut auch sogar. hab ich gelesen, ja. Also so eigentlich hier, das ist ein Paradies. Hätte ich sowas, das ist wirklich mega, das ist ein Geschenk für euch, ja. Ihr müsst eigentlich nur schneiden und alles darunter bringen. Und dann könnt ihr mal beobachten, was mit dem Cerimoia passiert. Mhm. Ja, er wird aufblühen, er wird dann, Ja, ich bin mal gespannt. Ich selber habe noch gar keine Cherimoya, noch nie gegessen. ja. Also die ist sehr lecker, ja, sehr lecker. Also Bin ich habe die auch neugierig. hier in Paraguay das erste Mal probiert. Mhm. Ja. Ja, dann können wir weitergehen nochmal. Ja. Ja. Also wir haben hier ja einiges an Zitronen. Ja. Und da würdest du schon sagen, dass wir das auch alles radikal abschneiden, wenn wir jetzt woanders auch nochmal eine Zitrone zum Beispiel haben? Genau, also du guckst einfach nur, was ist dein Ertragsbaum Mhm. und die behältst du sozusagen. Mhm. Alles drumrum nützt du als Shop-and-Drop-Pflanze. Mhm. Also da kannst du wirklich radikal cutten. Diesen Mulch, je mehr Mulch du sozusagen aufbringen kannst, umso besser. Am besten du machst so eine Schicht Mulch, ja, wenn du das hinkriegst. Aber hier sieht es bei euch sehr gut aus, ja. Ja, Und kriegt man hin. das ist ja weltweit gerade das große Problem. Die Humusschicht wird abgebaut, ja. Und durch dieses Mulch ernährst du sozusagen viele Mikroorganismen. Die Mikroorganismen, die sorgen dafür, dass sich ein Humusboden nach und nach aufbaut. Weil wenn du das lang genug machst, nimmst du deinen Boden, der wird schwarz, also die obere Decke. Und je länger du das machst, umso dickere schwarze Schicht hast du dann praktisch auf deinem Boden. Mhm. Und das ist praktisch dein nährstoffreicher Boden dann. Also das willst du erreichen, dass du am besten so eine schwarze Schicht oben hast, ja, so eine Humusschicht. Das ist Ja. das, was wir weltweit abgebaut haben. Weil wenn du das hast, hast du volle Nährstoffe in deinen Produkten, in deinen Lebensmitteln. Mhm. Ja, also dann hast du wirklich, wenn du reif pflückst, dann hast du wirklich Gesundheit drin. Das ist sozusagen das Ziel der Permakultur. Deswegen darfst du auch niemals umgraben. Weil wenn du dann das umgräbst, dann machst du diesen ganzen Mikroorganismen, alles, was sie aufgebaut haben, machst du denen in den Lebensraum kaputt. Mhm. Das heißt, in der Permakultur wird, ich sag mal immer, fast nie umgegraben. Ich mache das schon am Anfang, wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Baum pflanze, dann nehme ich diese oberste Rasenschicht weg, Mhm. dann grabe ich auch mal um, weil da ist sowieso noch nichts, ja. Bei mir. Also ich habe nur Sand dort. Dann grabe ich um, dann wächst alles nochmal besser, aber dann fasse ich den Boden niemals wieder an. Mhm. Also ich tue nur noch den praktisch mit Mulch bearbeiten. Okay, Ja. Ja, da haben wir ja hier viel. Ja, genau. Material. Also deswegen sage ich ja, ihr habt ein traumhaftes Grundstück dafür. Ja. Sollen wir dann weiter nochmal oder? Ja, genau. Also da drüben ist das, wovon ich anfangs gesprochen hatte. Hier ist dann auch noch mal eine Reihe junge Mandarinen. Mhm. Da links, der große, siehst du den? Ja. Das Der- ist auch eine Mandarine. Also wir können Ja. ruhig, ich weiß nicht, ich will euch nicht Zeit nehmen. Nee, wir haben ja uns Zeit mitgenommen. Das ist gut. Genau, also hier siehst du, hier sind wir zuletzt noch weniger gewesen. Ja. Und links ist ein großer Mandarinenbaum, der hat bisher noch nicht getragen, seit wir Guck mal, hier wenn ich so laufe, in so eine hohe Wiese reinlaufe, immer ein bisschen stampfen. Falls hier irgendwo eine Schlange ist, dann hört ihr das und haut ab. Weil wir waren davor bei anderen Leuten, die haben Schlangenangst ein bisschen gehabt durch ihr Kapatas und dann sage ich, die meistens, die sind da, das ist hier zu Hause, sage ich mal. Ja, Und wenn du keine Angst hast, ziehst du sie nicht an. Ja, und ich baue denen sogar Lebensräume auf bei mir.
Ja, Mit Totholz? ja, genau, genau. Und okay. ein bisschen weiter weg dann Mhm. von deinem Haus und alles, dann haben die ihr Bereich, du dein Bereich, ja, weil sonst, die sind einfach da, das ist Ja. normal. Ja, und das sind Fluchttiere, wenn du läufst, ein bisschen stampfst, die riechen uns auch, dann hauen die ab. Außer eine Klapperschlange. Aber die hörst du dann. Okay. Ja, Die rasselt dann die vorher, rasselt bevor sie dann, noch was genau, macht. Weil genau. ich habe gehört, es gibt eine Schlange, vielleicht ist es aber auch die Klapperschlange, die zieht sich zusammen und quasi so aus Angst. Und wenn man dann drauf tritt, natürlich wehrt sie sich dann. Ja, ja. Aber Also, wenn, ja, habe ich auch gehört von meinem Kapotas, die kleine, so eine kleine grüne ist das. ah, Ja, ja, gibt's auch, aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass die von uns abhauen. Ja, das denke ich auch. ja, ja, Also ich versuche auch ein bisschen da zu gehen, wo jetzt nicht irgendwie so Palmwedel oder so ein Palmstamm ist, dass ich ja, da jetzt genau lang laufe, sondern ja, recht mittig, dann auch ja, ja, ein bisschen ein bisschen stampfen. doller. Genau. Genau, und hier hört die Reihe auf mit den Mandarinensträuchern. Mhm. Das, Das sind hier Mandarinen, ja? genau. Okay, Also glaube ich jedenfalls. die habt ihr frisch eingepflanzt, oder? Nee, das war schon hier eingepflanzt, bevor wir hierher gekommen sind. Ja, Und ja, da vorne habe ich so ein bisschen frei gemacht. Hier die letzten beiden, die müssen noch mal. wie lange seid ihr jetzt hier? Wir sind jetzt 1,5 Jahre hier. Ja, okay. Ja, ich würde halt da auch drumherum Leguminose pflanzen. Mhm, Also jetzt entweder Ingwer oder Moringa, immer das gleiche eigentlich. okay. Viel Mulch aufbringen, weil der Rasen, also immer wenn du viel Rasen hast, viel Wiese, er zehrt am meisten. Also Ah, ja, er braucht richtig viel, der ist richtig stark, sage ich mal, im Wachstum, ja. Und wenn du den jetzt die ganze Zeit hier außenrum cutten würdest, schneiden würdest, mhm. allein das würde ihm schon helfen, dass er viel schneller wächst. Ah, Wenn du okay. aber jetzt da alles mit Mulch voll machst, dann kann er gar nicht mehr so viel wachsen, ja, weil da eine gute Schicht drauf liegt, ja. Also ich würde außenrum wieder viel mulchen, so einen Ring außenrum machen Mhm, mit Holz, also immer so kleine Gilden machen. mhm, Ja, Gilden aus praktisch, du kannst auch ruhig so einen großen Durchmesser nehmen. Ja, mhm. hier praktisch ein Moringa, da hinten kannst du einen Ingwer, die kannst du ja kostenlos praktisch ziehen selber. Du brauchst irgendwo, musst du einen Moringa-Baum finden, Mhm. der hat oben tausende von Samen. Du nimmst ein Erdbeet, das teile ich mal in meinen Telegram-Kanal, wie das funktioniert. Mhm. Das ist ein Beet, was praktisch in der Luft ist. Ja, Okay. dann tust du einfach da die ganzen Samen verteilen und die wachsen dann alle und die Bäume, was du dann später brauchst, holst du dir raus. Ja, dann hast du praktisch umsonst deine Biomasse und deine Leguminose-Produzenten praktisch Ja, mit diesem Beet. ja, Ja, und super. dann nimmst du praktisch die Bäume, pflanzt die hier ein. Wie weit weg ungefähr? Eigentlich egal. Also ich würde das jetzt hier einen Baum machen, Mhm. da, aber wenn der praktisch größer wird, dann kannst du ihn noch 2, 3 Meter daneben, weißt? Mhm. Also du musst dir so vorstellen, wenn ein Baum eine Krone, äh, sag ich mal, wenn der jetzt seine Krone jetzt, keine Ahnung, 6 Meter ist, ja, im Mhm. Durchmesser oder 7, dann gehen seine Wurzeln auch so weit. Mhm. Ja, also das heißt, je größer du den Baum werden lässt, umso mehr, du musst so überlegen, seine Wurzeln gehen ja auch schon bis hierher ungefähr Mhm. oder noch länger. Mhm. Ja, und wenn du hier jetzt einen Moringa-Baum setzt, dann haben die schon was voneinander. Okay. Ja, aber du kannst ihn auch ruhig enger. Also ich würde ihn hier so auf der Höhe. Okay. Und dann würde ich ihn so auf maximal 3, 4 Meter hoch werden lassen und dann immer wieder so auf 1,50 kappen. Mhm. Und immer diese Spielchen, immer wieder. Ja. Mhm. Beim den Ingwerbaum das gleiche. Und du wirst merken, jedes Mal nach dem Schneiden wird der einen Wachstumsschub bekommen. Und das muss ich alles hier drumherum. Okay. Ja. Und dann, wie gesagt, immer eine Gilden zwischen Leguminose. Dann würde ich noch diese Jaguarete Po, Mhm. Mexican Sunflower reinmachen. Und Kamerun, sowas kannst du auch. Das wächst hier auch sehr gut. Wir haben da hinten ein ganzes Feld Kuhgras. Also ich glaube, Ja, das ist das genau. Kamerungras. Kamerun, da gibt es Manafalfa heißt es, oder Zuckerrohr. Egal, was du davon nimmst, was stark wächst, dann alles drumherum pflanzen. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, alles, was gut wuchert, ja. Ja, ist Okay. dann sehr gut als Biomasse Baum. Ja, und das ist eigentlich so praktisch immer wieder das Gleiche und Ja. fast bei jedem Baum. Ja. Jetzt, wenn du hier, was ist das, auch Kommun? Ja. Kommun, guck mal, Genau. ich denke wahrscheinlich, die Wurzeln berühren sich auch schon fast. Ich denke, Mhm. wenn du den schneidest, hat er auch automatisch mehr Licht. Wo ist bei Sonnenuntergang? Da unten, oder? Nee, Sonnenuntergang ist da. Ah, da. Genau. Also, Okay, dann ist da Sonnenaufgang. ja. Und dann geht die Sonne so rum. Nee, da ist Norden. Nee, das. Warte mal, wie war denn das jetzt hier? Hier ist ja Ah, so die rum. Sonne im Ja, okay, Norden. dann stört ihn das gar nicht. Genau.
Ja, aber du kannst voll viel Mulch von denen nehmen, oben kappen, voll viel Mulch von denen nehmen und voll machen. Ja, also hier die Orangen, die ist mir neulich schon mal in die Hand gefallen, hat dann leider nicht geschmeckt bisher. Ja, Was ich so faszinierend finde an den Zitrusfrüchten, da sind noch junge Früchte, vielleicht sind irgendwo auch noch Blüten, die haben ja alles gleichzeitig. ja. Also Und wie? es gibt hier in Paraguay nämlich sehr viele verschiedene Orangensorten. Es gibt eine Orangensorte, die ist ganz normal, wird die eher orangelich-gelb, wenn die reif ist. Es gibt aber eine Sorte, die haben wir bei uns, die ist grün, wenn die reif ist. Wenn die gelb wird, dann schmeckt sie nicht mehr, dann ist sie trocken. Ah, Ja, das okay. heißt, kann sein, dass ihr die grün pflücken müsst, ja. Also, Dann aber probiere ich das noch mal. die sieht gerade sehr reif aus. Die Nimm kann, die sonst einfach mal mit. die kann man nachher mal probieren, ja. Ja, also genau. Und hier wieder das gleiche Spielchen. Guck, da hast du auch einen riesen Baum. Sobald du den hier beschnitten hast, wird der das 3-4-fache an Früchten bringen, sage ich. Weißt du, was das für einer ist? Es ist irgendein nativer Baum, aber also ich dachte ganz kurz, es ist Moringa, aber nein. Schade. Der hat eher ründere Blätter. Ja. Das ist hier auch eine Zitrusfrucht. Ah, das ist Ja. Pomelo, oder? Ich glaube, dass es die Reihe hier ist alles Orange, Ah, aber ich mache es meistens so, dass ich mal anritze. Riecht nach Orange. ja. Ja, es gibt halt so wilde Orangen. Ah, guck mal, hier kann man auch probieren. Ich glaube, das ist eine Pomelo. Sieht nach einer Pomelo aus. Ups. Aber es kann auch sein, dass eine Hälfte, ja, das ist eine Pomelo. Das kann sein, dass die Hälfte des Baumes eine Pomelo ist und die andere eine Orange. Weil wenn er falsch veredelt worden ist, oder besser gesagt veredelt worden ist, und man hat diesen Ast von der Pomelo nicht abgeschnitten und der hochwächst, dann ist das der Ast immer eine Pomelo und der injektierte, veredelte Ast ist eine Orange. Ach. Das haben wir auch ab und zu. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Pomelo und die Okay. ist reif. Ja. Hier haben wir schon den Kompost, da habe ich am Anfang mal so ein bisschen halt einfach angefangen. Erstmal Mhm. zusammensammeln. Für den habe ich, oder von dem habe ich schon so ein bisschen Erde auch genommen teilweise. Ja. Der ist von der Farbe ja auch schon ganz nett, aber auch da Oh, halt der so riecht auch Pi super mal schon. Daumen. Ja. Und den habe ich aktuell mit diesem Heu sozusagen, also mit dem Rasenrückschnitt abgedeckt. Mhm. Und da ist der neue. Und dann habe ich entdeckt, dass hier dieses Bäumchen Ja, wächst. genau. Und hier an der Avocado siehst du an der Farbe, dass die kerngesund ist. Diese Grün, diese saftige Grün zeigt einfach den Endzustand, praktisch das, was du hier im ganzen Waldgarten erreichen solltest. Weil du hast da mit dem Kompost ja eine gute Humusschicht aufgebaut. Und wenn du das überall hinkriegst, dann kriegst du überall so gute Bäume. Das heißt, ich würde den jetzt an eurer Stelle, würde ich den jetzt auf so 2-3 Meter hochwachsen lassen. Mhm. Hier, also wenn ihr den hier nicht rausnehmen wollt, dann würde ich diese Stechpalme erst dann abfällen, dann verliert sie sehr viele Wurzeln, Mhm. profitiert wieder der Avocadobaum dadurch. Und dann würde ich später diesen Uropota heißt der, den würde ich dann radikal wieder beschneiden. Das heißt, der kriegt dann sehr viel Luft und dann wirst du sehen, was mit dem passiert. Mhm. Der schießt dann einfach in die Höhe, gibt Avocados ohne Ende. Ich wette auch, die sind sehr lecker und ich wette nicht, ich bin überzeugt davon. Und also nährstoffreichen Avocado musst du dann erstmal finden, der im Kompost wächst, ja, in so einer Humusschicht. Mhm. Also das ist sozusagen das Nonplusultra für jeden Baum, wenn der so eine Humusschicht hier hat. Ja, kannst du vielleicht noch mal kurz hier aufnehmen. Ich würde es euch gerne auch riechen lassen. Das riecht einfach nur nach super erdiger Erde. Ja, also mega. Ja. Cool. Wo ist der Azurole jetzt? Der hier. Der kleine. Genau. Der auch. Ja. Und Ah da ja, da drüben sind ja sieht auch man schon auch noch Früchte, einen. grüne. Ja. Auf der anderen Seite haben wir noch ganz große Acerola. Die Ja, können wir ja, uns wir auch haben schon einen Baum, genau deswegen habe Ja. ich es gerade gar nicht. Und der bringt auch schon Früchte, ja? Der hat schon Früchte Ja. gebracht. Ich habe jetzt einfach auf gut Glück mal Ja. zurückgeschnitten und Cool. werde dann schauen, was der macht. Ich gehe davon aus, dass er jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Pause macht. Ja, Und den habe ich erstmal so grob gelassen. ja. Aber würde Und- ich jetzt auch einfach hier außenrum richtig freischneiden. Damit Oben er drüber. einfach mehr Licht hat. Genau. Ja. Auch dann habt ihr es auch viel besser für eure Stromleitung Ja. hier. Ja. Was ist denn das für ein Baum? Das ist Das ein ist ein- nativer Baum einfach, oder? Orchideenbaum, ich weiß aber den lateinischen Namen nicht. Ah, okay. Oder auch Kuhfuß, glaube ich, wird der genannt. Ja. Der ist für Nierenthemen wohl Ja. ganz gut. Ja, würde ich den auch richtig von einer Seite oder von mir Mhm. aus richtig hart köpfen, Mhm. viel Mulch wieder aufbringen. Ja. Am besten wieder, also immer wieder das gleiche, Leguminose dazu machen. Mhm. Ja, Leguminosebäume, Inga oder Moringa. Ja,
Und kriege ich das bei jedem Vivero? So, Moringa auf jeden Fall, Inga auch, aber ich würde Inga einfach damit du das kostengünstig machst, aus Samen nehmen. Mhm. Einfach einen Paraguayer fragen, hier in der Umgebung, wo ein Inga-Baum steht. Ihr habt hundertprozentig irgendwo einen Inga-Baum stehen. Ja? Okay, muss man mal gucken. Wie groß ist das Grundstück hier? 11 Hektar. 11 Hektar. Da ist hundertprozentig ein Inga-Baum. Hundertprozentig. Und irgendwann mal hat er Schoten. Mhm. Ja, und diese Schoten nimmst du einfach in das Erdbodenbeet rein oder einfach so, gräbst irgendwas kurz um, ja, wo du kein Permakultur betreibst, sage ich Mhm. mal, und dann tust du nur die Samen rein praktisch. Dann schießen da einfach 50 Bäume, mit denen kannst du dann arbeiten. Okay. Ja, Die umsonst. kann ich mir dann hinsetzen, wo ich Ja, sie genau. brauche. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, dann wären wir eigentlich schon fertig beim Video. Mhm. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja, wäre cool, wenn ihr das alles durchsetzt. Ja, 11 Hektar ist eine Riesenmenge. Das ist natürlich sehr viel Arbeit. Ja, wäre Ja. cool, wenn ich dann in ein paar Monaten wieder vorbeikomme. Und da entsteht schon ein Paradies, sage ich mal. Ja, obwohl ihr habt schon ein halbes Paradies hier, muss man echt sagen. Also Ja, ich bin auch echt wirklich. dankbar für. Ja, super. Ja, Okay, danke schön. gut. Ja, hat mir auf Gerne. jeden Fall viele Fragen beantwortet und viel Klarheit geschaffen. Ja, gerne.